Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 17 of 1 Peter 2 in the Passion. Vers 17 von 1. Petrus 2 in der Passion. Recognize the value of every person and continually show love to every believer. Erkennt den Wert eines jeden Menschen und erweist jedem Gläubigen beständig Liebe. I really love this and I will tell you why. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich sage dir warum. Because today in my time with Jesus, I was thinking about this without reading that statement. Denn heute in meiner Zeit mit Jesus dachte ich darüber nach, ohne diese Aussage gelesen zu haben. And here is what I was thinking about. Und zwar über Folgendes. I was actually meditating on Matthew chapter 9. Ich habe über Matthäus Kapitel 9 nachgedacht. From verse 35 on, the Bible tells us Ab Vers 35 erzählt uns die Bibel, that when Jesus saw the multitude, he was moved with compassion. dass Jesus, als er die vielen Menschen sah, von Mitgefühl ergriffen wurde, Because they were lost like sheep without a shepherd. weil sie verloren waren, wie Schafe ohne einen Hirten. And then he healed all of the sick. Und dann heilte er alle Kranken. And here was I was thinking. Ich dachte mir, Jesus saw the multitude. Jesus sah die Menschenmenge, He paid attention. He looked closely. er achtete darauf, schaute genau hin And he did not see them as bad people who were punished for the sins by the sicknesses. und sah sie nicht als schlechte Menschen, die durch ihre Krankheiten für ihre Sünden bestraft werden. Because they were all sinners. Denn das waren sie. Sie waren alle Sünder. But Jesus recognized their value even though they were lost. Aber Jesus erkannte ihren Wert, obwohl sie verloren waren. And he healed all of the sick. And the next thing he did, he told the disciples that the harvest field needs laborers. Er heilte alle Kranken und als nächstes sagte er den Jüngern, dass das Erntefeld Arbeiter braucht. So what did Jesus do? Was hat Jesus also getan? He recognized the value of every single one of those lost people. Er erkannte den Wert eines jeden einzelnen dieser verlorenen Menschen. What motivated Jesus is that he saw and that he had compassion. Was Jesus motivierte war, dass er sah und Mitleid, Mitgefühl hatte. What would happen Was würde passieren, if every Christian in the world wenn jeder Christ auf der Welt would take verse 17 so seriously Vers 17 so ernst nehmen würde, that we would say, God, please. dass er sagen würde, Gott, bitte. From the day on, I want to see every single person exactly how you see them. Von heute an möchte ich jeden einzelnen Menschen genauso sehen, wie du ihn siehst. We would not see lost sinners anymore. We would see people with incredible value. Wir würden keine verlorenen Sünder mehr sehen, wir würden Menschen mit enormem Wert sehen. Think about it. Denk darüber nach. Jesus never died for the good people. He died for the bad people. Jesus ist niemals für die guten Menschen gestorben, sondern für die schlechten Menschen. So what does it mean? Was bedeutet das also? Jesus saw value in the bad people. Jesus sah den Wert in den schlechten Menschen. Jesus is the one who saw the treasure in the field. Jesus ist derjenige, der den Schatz im Acker sieht. Where the devil only sees people that he wants to destroy, Jesus only sees people that he wants to restore. Wo der Teufel nur Menschen sieht, die er zerstören will, sieht Jesus nur Menschen, die er wiederherstellen will. You know, if we as Christians could really see the value in every person, Wenn wir als Christen wirklich den Wert in jedem Menschen sehen könnten, I can guarantee you we would walk around this earth differently. würden wir garantiert anders auf dieser Erde wandeln. You know, and this is a prayer that I've prayed so often. God, let me see people the way you see them. Ich habe folgendes Gebet schon oft gebetet. Gott, lass mich die Menschen so sehen, wie du sie siehst. You know, because every person has deep and very great value to God. Denn jeder Mensch hat einen tiefen und sehr großen Wert für Gott. But I find it interesting the Bible here says you have to recognize the value. Aber ich finde es interessant, dass die Bibel hier sagt, ihr müsst ihren Wert erkennen. Now, this is actually a verse that I've spoken a lot about from the New King James Version. Das ist ein Vers, über den ich schon oft aus der New King James Version gesprochen habe. Because in the New King James Version it says honor all men. In der New King James Version heißt es, ehrt alle Menschen.
You know, and I understand that that's the word that the New King James uses. Ich verstehe, dass die New King James Version dieses Wort verwendet. But did you know that the Passion is actually closer, more accurate to the Greek than the word honor? Aber wusstest du, dass die Passion dem Griechischen näher kommt und genauer ist als das Wort ehren? You know why? Weißt du warum? Because that Greek word that the New King James translates for honor Weil das griechische Wort, das in der New King James mit Ehre übersetzt wird, it actually, in the ritual, it means to fix a value, im Original bedeutet, dass man einen Wert festlegt, to give a certain value. einen bestimmten Wert gibt. So the Bible is telling us that every single person has value and we need to see that and recognize that. Die Bibel sagt uns also, dass jeder einzelne Mensch einen Wert hat und dass wir das sehen und erkennen müssen. And if we do that, the second part will be a natural reaction. Wenn wir das tun, wird der zweite Teil eine natürliche Reaktion sein. To continually show love to every believer. Jedem Gläubigen ständig Liebe zu erweisen. There is not a single thing in this earth that you will love and not value or value and not love. Es gibt kein Ding auf dieser Welt, das du liebst und nicht schätzt oder schätzt und nicht liebst. Think about this. Denk darüber nach. If people love a certain piece of jewelry, they will give it a special value. Wenn Menschen ein bestimmtes Schmuckstück lieben, werden sie ihm einen besonderen Wert beimessen. You know, we use the word I love you, unfortunately, very, very cheaply. Wir benutzen die Worte Ich liebe dich leider sehr, sehr oberflächlich. You know, we hug each other, say, oh, I love you. Wir umarmen uns und sagen, oh, ich liebe dich. But love will always give incredible value to the people that we say we love. Doch Liebe wird den Menschen, denen du sagst, dass du sie liebst, immer einen enormen Wert geben. So we Christians, we need to become a people who value every single person. Wir Christen müssen also ein Volk werden, das jeden einzelnen Menschen wertschätzt. And as you do that, Und wenn du das tust, you will always remember wirst du dich immer wieder daran erinnern, that you also had no value and yet God already gave you value. dass du auch keinen Wert hattest und Gott dir doch einen Wert gegeben hat. Think about it. Denk darüber nach. It was my sin that put Jesus to the cross. Es war meine Sünde, die Jesus ans Kreuz gebracht hat. I was a hopelessly lost sinner in this life. Ich war ein hoffnungsloser, verlorener Sünder in diesem Leben. But while everybody saw a messed up kid, God saw a person with value. Aber während alle einen verkorksten Jungen sahen, sah Gott einen Menschen mit Wert. So, would you do me, or actually, would you do yourself and God a favor? Würdest du mir oder würdest du dir und Gott einen Gefallen tun? Pray a simple prayer Bete ein einfaches Gebet and say, Lord, I want to see every person the way you see them. und sage, Herr, ich möchte jeden Menschen so sehen, wie du ihn siehst. I want to see the same value that you see in people. Ich möchte den gleichen Wert sehen, den du in den Menschen siehst. It'll change your life. Das wird dein Leben verändern. See you tomorrow. Bis morgen.